Mein Name ist Lukas Niesbach und wir stehen hier gerade vor Piranha Bytes. Wir haben die Ehre, heute dieses wunderschöne Einfamilienhaus einmal zu begutachten. Also kommt mal mit und lasst uns mal reingehen. Also am Anfang eines Projektes steht immer die Vision. Was ist das? Eine Vision ist, was will man eigentlich damit erreichen? Ja? Allen voran ist erstmal zu klären, hat man genug Leute für den Kram, was man da machen will. Oder wie ist eine Business Case überhaupt? Das heißt, bedeutet, wie kannst du ein Projekt machen mit einer gewissen Menge Geld, ja, in einer gewissen Zeit, was du dir so vorstellst. Das heißt, du musst halt irgendwie gucken, ich will das tollste Spiel machen, was jemals rausgekommen ist. Das kann ja die Vision sein. Und dann überlegst du dir, wie man das dann irgendwie bewerkstelligt. Es sind nicht nur Programmierer dafür notwendig, auch wenn wir Spieleentwickler oft immer als Programmierer bezeichnet werden, ist das nicht so. Es gibt viele verschiedene Bereiche, die in einem Spiel gemacht werden müssen. Ne? Sonst würden zum Beispiel die Figuren nicht so toll aussehen, wie sie aussehen in Computerspielen. Ja, ich bin Stefan Kalveram und arbeite hier bei Piranha Bytes. Das war Anfang 2000 und Piranha Bytes war mitten bei Gothic 1 und waren der Meinung, sie bräuchten unbedingt wen, der dieses Spiel testet, damit es überhaupt fertig wird. Und ja, da habe ich dann zufällig haben wir davon erfahren und dann habe ich gleichzeitig mit dem Björn hier angefangen. Erst als Tester und dann haben wir mehr QA gemacht. Wir haben also dann irgendwie Release-Prozeduren etabliert und so weiter, damit da überhaupt irgendwie mal was lief. Und so hat das Ganze dann angefangen. Und dann schreibt man das alles nieder für so ein Spiel, was man ganz gerne machen möchte. Wie zum Beispiel bei Elex. Ja? Wir wollten gerne ein neues Setting haben, ja? Und wollten irgendwie frisch aufspielen und wollten was ganz Neues machen. Und aber uns nicht zu weit von dem entfernen, was ein Piranha Bytes Spiel ausmacht. Weil uns diese Art von Spiel, die wir machen, sehr gut gefällt. Aber so ein bisschen den alten Kit aus den Fugen kloppen wollten wir. Ja? So, und dann haben wir uns dann halt zusammengesetzt und eine Vision entwickelt, wie so eine Welt aussehen könnte, die uns gefällt. Also ich mache Game Design, also vor allen Dingen so Systeme, Kampfsystem sitzen wir dran und wie sollen irgendwelche Bossgegner bekämpft werden und so weiter. Und nebenbei bin ich so ein bisschen Schnittstelle zwischen Daten und Programmier. Also ich bin ein bisschen Mädchen für alles. Also wenn die Story Probleme hat, kommt sie zu mir und ich versuche das irgendwie zu regeln. Ja, das nimmt auch einen großen Anteil an meiner Zeit in Anspruch. Dann sind wir bei Science Fantasy gelandet. Das heißt, wir wollen viele Fantasy-Elemente reinbauen. Wir wollen gerne was Postapokalyptisches. Irgendwie die Welt soll gefährlich sein. Und auch so einen futuristischen Ansatz fahren. Das heißt auch ein bisschen Sci-Fi da rein. Damit man auch bei den Assets nachher in der Gegend, in der man rumläuft, auch mal ruhig ein paar Hard Surfaces hat. Zum Beispiel irgendwelche Metallwände oder irgendwelche Bauten aus Metall oder so, die eher so im Fantasy-Bereich eher weniger vorkommen. Ja, und dann schreibt man das alles nieder in ein Wiki-Dokumentation und versuchen dieses Konzept, diese Vision, die wir dann zusammen entwickelt haben, zu Papier zu bringen, so dass jeder drankommt. Und Wiki bietet sich einfach dazu an, da kann jeder sich durchklicken und so und dann steht dann da irgendein Name, wer ist das denn, was hat er denn überhaupt für eine Bewandtnis, zu welcher Gilde gehört er denn, ach, da gibt es Gilden, okay, dann klicke ich mal auf die Gilde und so. So kann man sich zumindest die ganzen Fragen, die man hat, sehr gut beantworten. Ich bin Alexander Ockelmann, 29 und Art Director hier bei Piranha Bytes. Ja, die haben zu Risen 3 ein bisschen Verstärkung im Charakterbereich gesucht und ja, darüber bin ich hierher gekommen. Art Direction, was ist das überhaupt? Art Direction ist der Art Director ist, der bestimmt im Endeffekt, wie das Ganze aussehen soll. Wir im Story-Bereich und im Game Design-Bereich geben vor, wie die Welt ungefähr bestückt sein soll, wie viele Monster da sein sollen und wie sie ungefähr aussehen. Dazu suchen wir Referenzen aus dem Internet, also googeln wir und sagen, okay, das Monster soll jetzt irgendwie wolfartig aussehen oder Snapper-artig, also Raptor-artig aussehen und dann packen wir ein paar Bilder dahin. Und die Artists und im Artbereich werden dann Bilder dazu gemalt. Die kümmern sich darum, dass es einen uniken Look gibt. Das heißt,
Was macht denn dieses Setting von Elex jetzt tatsächlich aus? Wodurch zeichnet sich das aus? Okay, es gibt viele Mutationen in der Welt, die durch diese Substanz Elex hervorgerufen worden sind. Das heißt, da sitzt sich der Artist hin und überlegt sich, welche fremdartigen Viecher oder so kann er jetzt designen, kann er jetzt irgendwie abpinseln, um sie dann umzusetzen. Art Direction direkt beinhaltet direkt so im Großen und Ganzen zu schauen, erstmal eine Aufgabenstellung, welche Richtung wollen wir machen, die ausarbeiten und dann einhalten, dass wir die auch einhalten können. Projektplanung, ein kleines bisschen im Sinn von, dass halt unser Artbereich das auch zeitlich alles hinkriegt, weil dass wir uns nicht verkünsteln. Wir sind so klein, sag ich mal, dass wir auch jetzt nicht hier jemanden haben, der nur alleine jetzt das ganze Management, bei uns legt jeder noch Hand an. Ich habe meine Hände auch im Kreaturenbereich, im Charakterbereich mit drin. Ich model auch noch selbst. Das bleibt nicht aus. Was wir auch haben, ist ein bisschen Outsourcing, was da mit reinspielt. Das heißt, da muss man auch direkt Feedback geben. Da bin ich auch immer wieder mal mit dabei. Wenn das dann fertig ist, kümmert sich der Artbereich darum, dass die Monster auch als grobes Vormesh irgendwie schon mal da sind. Das nennt man dann Proxy-Mesh. Bevor es dann ins Outsourcing geht, da dann die Detailausarbeitung vom Mesh und auch schon die erste Texturierung, das heißt, wie die Tapete auf dem Model nachher aussieht, welche Materialien da sind, ob es glänzen soll, ob es irgendwie gallertartig sein soll, ob es durchsichtig sein soll, ob da Haare dran sein sollen an dem Monster und so weiter. Und irgendwann kommt das Ding dann zurück als Model, wenn es fertig ist, und dann wird darauf ein Rig gemacht, das heißt auch schon nebenher, welches Skelett hat das Vieh überhaupt? Ja? Wie viele Bones hat das? Das heißt, wie viele Knotenpunkte hat dieses Skelett? Dann geht das Ding in den Animationsbereich. Die gucken sich das an, wie würde sich so ein Vieh, wenn ich es mir jetzt so angucke, sich überhaupt bewegen? Wie würde es angreifen? Wie würde es schlafen? Wie würde es laufen? Wie würde es springen, klettern, etc. Das heißt, diese ganzen Dinge müsste man sich dann angucken, sich die Artists im Animationsbereich dann an und schreiben dann auf, welche Animationen wir überhaupt brauchen. Die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, da gibt es ja mehrere Animationen, einmal von links rum, einmal von rechts rum, drehe mich mal im Kreis, werde von hinten angegriffen, stumble nach vorne, stumble zurück, mache eine Rolle links, rechts und so weiter. Und da gibt es halt eine gewisse Anzahl von Animationen und die müssen alle irgendwie entsprechend getimed werden, die müssen benannt werden und so weiter. Dann dieses Model fertig gemacht werden und dann zu den Animateuren rausgegeben werden als Assignment. So. Und das ist das, was hauptsächlich im Animationsbereich passiert bei uns. Ja, ich bin Viktor Kapp. Ich bin hier Lead-Level-Artist. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren hier bei Piranha Bytes und habe hier ursprünglich als Praktikant eigentlich angefangen. Ja, das hatte sich daraus ergeben, dass ich nach der Schule versucht hatte zu studieren. Das habe ich ganze 2 Wochen ausgehalten, habe es dann bleiben lassen und habe mir überlegt, irgendwie, eigentlich müsste ich mit dem, was ich da kann, weil ich seit knapp 10 Jahren jetzt schon ein Level baue. Ich habe vor 10 Jahren damit angefangen, Projekt 3 Level zu bauen. Und habe gedacht, eigentlich müsstest du mit dem Talent auch was machen. Hab dann, weil mir das angeboten wurde, den Mediengestalter hier noch gemacht. Ich bin jetzt gelernter Mediengestalter sogar. Und wie gesagt, mache inzwischen ein Lied hier. Das Leveldesign funktioniert folgendermaßen. Wir im Storybereich skizzieren grob vor, welche groben Main Location es gibt, ja, also große Ballungsgebiete, wo gibt es viele Leute, wo gibt es besonders gefährliche Gebiete, wo gibt es irgendwelche Burgen oder große Gebäude, wo irgendwas Gefährliches stattfindet, wo der Spieler sich durchkämpfen muss und so weiter, die suchen wir fest und legen dann auch fest, wie die klimatischen Zonen aneinander grenzen, wo die Geschichte anfängt, wo das Ganze aufhört, wo die Fraktionen einzeln platziert sind. Und der Levelbereich, der guckt sich das dann an und baut dann eine Heistmap dazu. Also mit unserer Terrain-Engine baut er halt irgendwie die Berge da rein und die ganzen Flussläufe und auf welcher Schulter des Berges ist jetzt die Stadt platziert und solche Dinge. Was ich mache, umfasst eine ganze Menge. Das ist ja hier der Levelbereich, in dem wir sind. Und wir kümmern uns in allen Details darum, wie genau die Welt aussieht. Also wir bekommen natürlich Vorgaben von der Story, was wir abzuliefern haben, wie das grobe Layout der Welt aussieht, was wir für Gebiete abstecken müssen. Was wir genau machen, ist die Objekte zu erstellen, die Texturen zu erstellen und die Welt auch mit den Objekten zu befüllen, die wir selber gebaut haben.
wir alle modellieren nicht nur, man könnte sagen, wir sind alle eierlegende Wollmilchsäue. Jeder von uns macht alles Mögliche von dem, was das Level abdeckt. Jeder macht natürlich das, was er am besten kann, einen bestimmten Fokus darauf. Wie lange ein Asset dauert, hängt immer vom Objekt ab. Das kann man nicht pauschal sagen. Das kann manchmal eine halbe Stunde sein, manchmal ein ganzer Tag. Wenn es ein sehr komplexes Asset ist, geht das über mehrere Tage oder sogar Wochen. Also was mich persönlich natürlich unterscheidet, ist dadurch, dass ich den Bereich hier anführe, dass ich besonders gut darauf achten muss, dass ich einen Überblick behalte. Ich muss versuchen, unsere Deadlines einzuhalten und die Leute idealerweise so aufzuteilen, dass niemand aufgehalten wird, dass alle parallel arbeiten können und ja, dass wir zeitig immer zum Ziel kommen. Zusammen mit dem Art Concepton, mit den Conceptern, entwickeln die halt so ein Mood-Paintings und so. Ja, das heißt, ein paar Grafiken, wie die Welt nachher ungefähr aussehen könnte, welche Stimmung davor herrscht. Ist das eher was Bedrückendes oder ist das was Fröhliches? Scheint da irgendwie die Sonne oder ist das immer verregnet und so weiter. Das heißt, auch das Wetter ist sehr wichtig, das da mit reinspielt. Und das liegt auch alles in der Verantwortung des Levelbereichs, die Ausleuchtung der ganzen Szene. Und welches Wetter da vorherrscht in so einer klimatischen Zone, ist da Schnee, ist da irgendwie nur sengende Sonne und sowas. Das hat ja alles immer unterschiedliche Einflüsse auch auf Partikeleffekte, die noch später noch dazu gemacht werden, die dann wieder in den Artbereich fallen. Der muss halt gucken, dass er diese ganzen verschiedenartigen und je unterschiedlicher diese ganzen Assets sind, desto komplizierter wird es auch, die zu erstellen. Und deswegen muss er der Levelbereichsleiter, unser Victor, halt gucken, dass wir nicht total größenwahnsinnig werden und alles irgendwie 15 Mal bauen, sondern man muss halt schon gucken, wenn die Welt irgendwie doch grundsätzlich postapokalyptisch ist und irgendwo sehr viele Ruinen sind und die sich da Sachen zusammenklauben, dass man auch einige Assets auch mehrmals verwenden kann, dass man zum Beispiel so einen Stuhl irgendwie bei der einen Fraktion mal vorkommen lassen kann oder irgendwo in den Ruinen nochmal vorkommen lassen kann, dass man also guckt, dass man nicht jeden einzelnen Tisch selber baut, ist auch klar, die kommen halt öfter mal vor, aber wie dürfen die aussehen und so weiter. Und der Artbereich und der Levelbereich, die arbeiten sehr eng miteinander zusammen. Weil wenn der eine sagt, wir brauchen noch irgendeinen Boiler oder irgendein Metallding oder so, da gibt es manchmal Sachen, da können sie es manchmal auch selber bauen oder manchmal haben sie auch nicht so eine konkrete Vorstellung, wie könnte das aussehen im Zusammenhang mit der Welt und so weiter. Und dann ist auch wieder der Konzepter gefragt, der dann den Vorschläge macht, mehrere Beispiele und so weiter. Und das ist so das, was im Levelbereich passiert. Ja, mein Name ist Harald Iken, mein voller Name ist Harald Bernd Alexander Arnold Iken und bin mittlerweile gesegnete 34 Jahre alt und arbeite als Storymensch bei Piranha Bytes. Ich war, wie so viele junge Menschen mittlerweile, Fan von Videospielen und habe mir dann gedacht, ich engagiere mich ein bisschen für das, was mich interessiert, war viel in Foren aktiv. Ist ja mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so Standard, in Foren aktiv zu sein, aber ich liebe diese Forenkultur halt und hatte da die Chance, mit den Entwicklern selber in Kontakt zu treten. Und dann irgendwann habe ich halt gehört, okay, die sind auf einer Messe zugegen und dann habe ich mir meinen Bruder geschnappt und bin auf diese Messe dann hingefahren und habe sie dann in Real Life getroffen. So was für andere dann irgendwie heute DSDS ist irgendwie so, um da ihre Stars zu sehen. Das waren für mich dann damals die Piranha Bytes. Und getroffen, immer wieder mal getroffen, also durch dieses Event. Und dann ist man irgendwann auf mich aufmerksam geworden, okay, der schreibt Texte im Forum, der ist aktiv, der geht uns auf die Nüsse, lässt uns nicht in Ruhe und nervt ziemlich. Dann sorgen wir mal dafür, dass er das fast 24/7 machen kann und dann stellen wir den mal ein. Ich bin der Amadeus, ich mache Game Design, Story Design, solche Sachen hier bei Piranha Bytes. Ich habe Game Design studiert damals. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der hier gearbeitet hat. Den hatte ich als Dozenten, den Mathis. Und darüber hatte ich dann irgendwie das erste Mal Kontakt so zu Piranha Bytes. Und dann war ich in einem kleinen Indie-Studio und dann lief das da aus. Dann war nicht klar, ob das überhaupt weitergeht. Dann habe ich einfach auf doof einfach mal angeschrieben. Kann ja nicht schaden, mal eine Mail schreiben, mal gucken, was passiert. Und dann habe ich von Björn prompt, ich glaube irgendwie ein paar Tage später, eine Übungsaufgabe gekriegt. Ja, und dann hat es nicht mehr lange gedauert, dann war ich hier. Der Story-Bereich muss am Anfang eines Projektes sehr viele Sachen festlegen, weil der Story-Bereich ja sagt, wie das Setting aussieht, welche Typen da vorkommen, welche NPCs da vorkommen,
welche Geschichten da erzählt werden sollen. Grundsätzlich der rote Faden, der sich durch die ganze Welt zieht, muss festgelegt werden. Und dann geht es halt darum, erstmal auf dem nackten Terrain, wo noch keine Stadt da steht, wo noch kein Wald da steht noch kein Stein und so weiter, einfach nur Püppchen. Ja, da sehen die Männer auch genauso aus wie die Frauen und die Männer sehen auch alle gleich aus. Im Grunde genommen sehen die alle gleich aus, weil wir nur ein einziges Mesh haben für alle möglichen Typen. Ja. Da steht dann Peter, Paul und Maria und die sehen alle gleich aus. Dann kannst du nur anhand des Fokusnamens sehen, wer jetzt was ist. Und im Storybereich musst du dir halt vorstellen, weil der Level bis dahin noch nicht da ist, wie es ungefähr funktionieren soll. Ich gehöre zu den Frühaufstehern in dieser Firma, also eigentlich wie der gesamte Storybereich. Das heißt, ich design zusammen mit den anderen an Charakteren, an der groben Story. Wir haben natürlich hauptstorymäßig einen groben Leitfaden vor uns, wo wir aber auch unsere Ideen mit einbringen können, gucken, was für Charaktere können hier passen, was für Probleme haben die, wie sprechen die. Eigentlich diese Charaktere mit Leben zu füllen, aber nicht nur Charaktere, sondern auch so ein bisschen Gameplay-Mechaniken mitentwickeln. Also nicht hauptsächlich, aber Anstöße geben, ein bisschen Feedback geben. Ja, und das, ich sag mal, die Welt einfach mit Leben zu füllen. Das ist so, auch wenn nachher NPCs Tagesabläufe haben, auch das gehört zu meinem Job, Truhen zu befüllen. Also ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen einfache Sachen, aber das fällt auch in meinen Aufgabenbereich als Story-Mensch. Was ich besonders gerne mag, ist einfach diese Zusammenarbeit, die wir hier haben. Also irgendwie, ich schreibe die Quest und dann ist man ja oft so in seinen 4 Wänden und denkt sich, okay, ich mache jetzt diese Quest, dann habe ich diese NPCs für und sowas und dann gebe ich die irgendwie Björn, dann gebe ich dem Harry und dann spielen die und dann guckt man selber nochmal drüber, irgendwie aus einer anderen Perspektive und dann sieht man, guck mal, wäre doch cool, wenn man das so machen könnte, kommt dann irgendwie vom Harry oder so. Und dann entwickelt sich plötzlich was, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat, wenn man sich denkt, also ich kann das jetzt so nicht ohne zu spoilern, es ist schwierig ohne zu spoilern, das zu sagen, aber einfach diese Zusammenarbeit, dass man sich kreativ austauscht und dann plötzlich Sachen bei rauskommen, die vorher so eigentlich gar nicht geplant waren, die aber voll geil sind. Wenn der Spieler da reinkommt, muss er auch was Interessantes zu tun haben. Und nicht einfach nur, geh mal Wassereimer schleppen, ach, das Monster geht mir auf den Keks und ach, übrigens, da drüben habe ich meine Forke verloren. Ja, das ist zwar ganz nett, aber im Grunde genommen eher langweilig. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir interessante Geschichten erzählen, wie wir die Beziehungen der Charaktere zueinander ein bisschen in den Vordergrund stellen, dass sie sich einbetten in dieses ganze Gefüge dieser komplizierten Welt. Und wenn die Quests dann designt sind im Groben, dann werden die Charaktere dann auch genommen und dann auch die entsprechenden Dialoge zu diesen Charakteren geschrieben. Das heißt, was passiert, wenn ich den Typen anklicke? Sagt er schon mal den ersten Satz oder muss ich ihn erstmal auch so auffordern, wenn er da in der Ecke liegt, so, bist du müde? Oder irgendwie, was willst du denn hier? Oder der präsentiert sich halt in irgendeiner Form, Art und Weise. Wenn ein Typ mit dem Klemmbrett vorm Lagerhaus steht und du den anklickst, hast du schon ungefähr eine Vorstellung, was der sagen wird. Stör mich nicht bei der Arbeit oder die Lieferung ist nicht gekommen, hol du die oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Dass sie also sehr plausibel wirken. Es ist halt in der Story sehr wichtig, dass die Quests interessant sind, dass der Spieler immer wieder was Interessantes zu finden hat, dass die nicht alle gleich sind, dass die Charaktere möglichst unterschiedlich daherkommen, dass die Dialoge interessant geschrieben sind, auch teilweise witzig geschrieben sind. Wir wollen mit Elex etwas erwachsener werden, das heißt aber nicht, dass wir trocken und total morbide daherkommen, sondern wir werden schon unseren Piranha-Bytes-Charme versuchen wieder unterzubringen, aber wollen halt schon versuchen, ein paar neue Facetten damit reinzukriegen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe für uns. Und die Welt ist riesig und wir haben auch sehr viele unterschiedliche Charaktere da drin, unterschiedliche Fraktionen. Und es ist sehr spannend jetzt zu sehen, wie das Ganze irgendwie zusammenwächst. Ich bin Philipp Krause, ich bin Lead-Programmer hier bei Piranha Bytes. Ich kümmere mich im Prinzip um den Programmierbereich, um die Konsolenportierung und ja, das ist so mein Aufgabenbereich. Ich programmiere auch noch selber ein bisschen, wenn ich dazu komme. Und, ja. Ich bin damals zu Piranha Bytes gekommen, es ging eigentlich relativ schnell. Also es war so, dass ich vorher bei Wing Simulation gearbeitet habe, an Söldner mitgearbeitet und ja, die sind ja dann geschlossen worden und direkt am nächsten Tag hatte ich hier ein Vorstellungsgespräch. Dank meinem Arbeitskollegen Roman und es hat dann auch gar nicht lange gedauert, dann war ich im Gothic 3 Team. Die Programmierer, die sind fortwährend damit beschäftigt, uns auf dem aktuellen Stand zu halten. Wir haben
uns dazu entschlossen, eine eigene Engine-Produktion weiter voranzutreiben, die wir schon sehr lange machen. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir sehr viele Workflow-Mechanismen und sehr viele Game Engine-technischen Dinge nicht nochmal komplett neu aufsetzen wollen, weil eine Engine zu lizenzieren würde zwar bedeuten, dass man sehr viele Sachen geschenkt bekommt dadurch, beispielsweise die Kompatibilität zu Konsolen, das heißt PC, PlayStation und Xbox als Beispiel. Nur der Payoff wäre, wir müssten unsere bisher eingespielten Workflow-Tools und so weiter müssten wir komplett wegschmeißen oder versuchen, die wieder nachzuprogrammieren oder Module auszuwechseln und so weiter. Und wir haben uns dann dagegen entschlossen, das zu machen, sondern haben gesagt, wir erhalten uns lieber das, dass wir immer permanent daran arbeiten können. Und zwar jeder Bereich, jeder Asset-Bereich sowie der Story-Bereich, wie auch alle anderen. Und wir bringen unsere Engine dann halt auf den aktuellen Stand der Dinge, wie das Rendern funktioniert, wie die DirectX Pipeline aufgebaut wird und so weiter. Und auch die Portierung auf die neuen Konsolen jetzt. Ja, mein Tagesablauf sieht so aus, dass ich hauptsächlich mich eigentlich mit Programmieren und Leitung des Bereichs beschäftige. Klar gibt es Meetings ab und zu. Ich probiere möglichst viel selber noch zu programmieren, weil das einfach auch das ist, was ich ursprünglich machen wollte. Und ja, gibt natürlich eine Menge Orga-Kram, der zu tun ist, aber was uns anfällt. Das ist nicht wenig, was da zu tun ist. Wir haben einen sehr kleinen Programmiererbereich im Vergleich zu anderen Firmen, sage ich jetzt mal, die sich um solche Dinge kümmern. Das heißt, wir haben da sehr viele richtig gute Leute, die sich um diese ganzen technischen Sachen kümmern. Und wir haben auch schon ein Produkt auf die PlayStation 4 gebracht, nämlich unser Risen 3. Das heißt, wir haben auch schon mit der nächsten Generation von Konsolen eine gewisse Erfahrung. Nur jetzt mit der Umstellung auf DirectX 11 ist natürlich eine ganz andere Nummer. Da müssen wir wieder mit dem Bagger durch und nochmal komplett alles durchflügen und machen und tun. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, die sind da sehr engagiert und echt ein tolles Team, muss man einfach mal sagen. Was das Team selber angeht, ich werde immer oft gefragt, worauf ich am meisten stolz bin. Das ist das Team auf jeden Fall. Einfach aus dem Grund, weil wir hier sehr viele Idealisten sitzen, sehr viele Leute, die an die Sache glauben, die Lust haben, in so einer lockeren Atmosphäre zu arbeiten, in so einer familiären Situation, wo wir auch sehr viele Freiheiten haben, wann man kommt, wann man geht und solche Dinge. Ja. Es hat sich mal mittlerweile eingespielt, dass man gewisse Kernarbeitszeiten doch wohl haben sollte, dass man mindestens 5 Stunden am Tag irgendwie zusammenhockt und eine Kommunikation stattfindet und nicht der eine geht, der andere kommt und man redet nicht miteinander. Aber trotzdem wird das hier sehr locker gehandhabt. Wir haben sehr viele coole Leute, die sich um ihren Bereich kümmern, die sehr viel Verantwortung übernehmen, wollen auch und auch tun. Und sich auch immer weiterbilden und das macht sehr viel Spaß zu sehen, was daraus gewachsen ist über die Jahre. Und wenn du mich persönlich fragst, ich könnte mir keinen besseren Beruf vorstellen als das, was ich gerade mache.